Hauptsymptom bei Parasiten ist die chronische Müdigkeit, die chronische Schlappheit. Der parasitenbelastete Patient wird giftiger, der sammelt mehr Gifte an, der sammelt mehr chronische Infektionen an, Borrelien, Co-Infektionen, Viren. Es gibt über 200.000 bekannte Parasiten, die sich beim Menschen finden können. Über 200.000. Das andere Problem ist die Diagnostik, dass wir in Deutschland praktisch keine verfügbare Wurmdiagnostik haben. Wenn ein Patient seinen Stuhl liefert zur Wurmuntersuchung, hat man wirklich nur 15 Minuten Zeit. Wurmdiagnostik in Deutschland im Durchschnitt sind 7 bis 10 Tage, bis überhaupt jemand hinschaut. Vielleicht ganz kurz und knapp, mit welchen Symptomen können Parasiten in Verbindung stehen? Das ist spannend. Ja, also das Hauptsymptom ist wie bei vielen anderen. Der Körper hat nur so viele Möglichkeiten, auf Krankheitserreger zu antworten. Ja, und das Hauptsymptom bei Parasiten ist die chronische Müdigkeit, die chronische Schlappheit. Ja, weil Parasiten nehmen einen Teil unserer Nährstoffe auf, Mikronährstoffe, und unser Immunsystem beschäftigt sich mit den Parasiten. Das heißt, ein Teil vom Immunsystem ist abgelenkt und sendet die Ressourcen in diese Richtung, anstatt mit den Viren umzugehen, mit anderen Umweltgiften und so. Dass der parasitenbelastete Patient wird giftiger, der sammelt mehr Gifte an, der sammelt mehr chronische Infektionen an, Borrelien, Co-Infektionen, Viren, Coxsackie-Viren und ein Parasit fühlt sich gern einsam, fühlt sich nicht so gern einsam, sondern baut um sich herum ganze Kommunen von anderen Keimen, die synergistisch zusammenarbeiten. Und gut, aber jetzt sage ich mal einfach mal zum Beispiel bei der Bilharziose, heißt es auf Deutsch, im International Schistosomiasis, einer der 2 oder 3 häufigsten Parasiten, sind geschätzt im Moment 200 Millionen Leute befallen davon. Und die Symptome sind spannend. Kolonkrebs, Dickdarmkrebs, Blasenkrebs, bei Frauen Zervixkarzinome. Spannend die zerebrale Vaskulitis, die Entzündung der kleinen Blutgefäße im Gehirn, genau wie bei Covid-19. Rheumatische Erkrankungen. Hätte nie jemand dran gedacht, außer wenn man die Literatur liest. Leberfibrose, Fibrose der Gallengänge, haben wir einen Freund verloren dadurch vor ein paar Jahren, der Parasiten hatte und sich nicht eingelassen hat auf die Behandlung. Thrombosen, wieder genau wie bei Covid-19, haben wir durch Parasiten ausgelöst, durch Schistosomiasis. Massiv viel Thrombosen, also Herzinfarkte dadurch, Thrombosen in den peripheren Venen, Lungenembolien, Schlaganfälle, ganz viele Fälle habe ich jetzt geheilt. Gehirnkrebs, Karzinome im Gehirn, vor allen Dingen von Kindern, ganz häufig verursacht durch Würmer, die der Träger waren dafür. Ich habe einen spektakulären Fall von Lungenkrebs ausgeheilt, aber durch eine Wurmbehandlung das erkannt haben. Einer ist veröffentlicht, ein anderer Fall ist nicht veröffentlicht. Ganz spannend für mich in letzter Zeit sind diese Mikroglia-Knoten, die aussehen auf dem Kernspintomogramm wie beim Morbus Alzheimer, aber die in Wirklichkeit durch Schistosomiasis verursachte. Das ist jetzt nur mal eine Wurmerkrankung, oder es gibt über 200.000 bekannte Parasiten, die sich beim Menschen finden können. Über 200.000, oder? Und davon bin ich relativ vertraut mit vielleicht 10, oder? Und ich bin einer von den Leuten, die ich selber betrachte als einer der Spezialisten in diesem Gebiet. Ich kenne 10, oder? Von 200.000. Was ist mit den anderen 190.000 plus? Das weiß keiner genau. Was für uns angenehm ist, es gibt aber nur ein paar Klassen von Wurmmitteln, von Wurmmedikamenten und Methoden, Würmer loszuwerden. Das heißt, es ist nicht so wichtig, alle Parasiten zu kennen. Und ich spreche jetzt von Würmern, das sind nur 200.000 Wurmarten. Dann gibt es noch die Protozoen, die einzelligen Protozoen wie Malaria und Babesia und Tryposoma und andere. Da gibt es noch mehr als 200.000 davon.
Ja, das ist also unglaublich die Menge vom Leben. Oder? Und ich kann vielleicht nochmal eine Zahl sagen, die spannend ist. Biomasse oder Biomasse ist das, wenn man die Biomasse vom Menschen nimmt. Das sind alle Menschen zusammen. Wie viel Tonnen Gewicht sind es alle Menschen, die im Moment leben, oder? Das ist eine bestimmte Zahl. Wenn man alle Bäume zusammennimmt oder alle Pflanzen zusammennimmt, ist das eine Riesenmenge. Mhm. Aber die größte Menge, die größte einzelne Menge von einem Lebewesen auf der Erde ist die Biomasse der Helminten. Die Helminten ist die große Klasse der Würmer. Ja, ist das größte Biomasse der Erde. Das heißt, wir leben seit ein paar Millionen Jahren mit einem Lebewesen auf der Erde, das viel, viel mehr verbreitet ist als wir. Okay, das ist auf jeden Fall sehr interessant und du hast ja quasi jetzt schon gesagt, dass das ein riesiges Thema ist, was auch sehr, sehr viele Menschen betrifft. Wenn du jetzt mal das einfach nur grob einschätzen müsstest für den klassischen, vielleicht so im deutschsprachigen Raum, den klassischen Menschen im deutschsprachigen Raum, was denkst du denn, wie viel Prozent der Gesamtbevölkerung, bei wie viel Prozenten sind Parasiten, sage ich mal, ein ernstzunehmendes Thema? Ja, also wir sind ja in Kontakt. Ich kann den Namen leider, darf ich nicht sagen, berühmter Parasitologe in Berlin. Wir schätzen, dass 20% aller Bundesbürger wesentliche Krankheitssymptome haben, die durch Parasiten ausgelöst sind. 20%, das sind, oder 20% von 80 Millionen. Schon einiges. Ein Fünftel von 80 Millionen, was auch immer die Zahl ist. Das sind weniger als 20 Millionen, ja, das sind so 16, 17 Millionen Leute würde es wesentlich besser gehen, wenn sie wissen würden, dass das die Parasiten sind, die ihnen die Kraft wegnehmen und entsprechende Behandlung bekämen. Das ist immer das eine Problem. Das andere Problem ist die Diagnostik, oder? Dass wir in Deutschland praktisch keine verfügbare Wurmdiagnostik haben, die irgendwie relevant ist. Ja, ich kann mal sagen, was ich von meinem Parasitologen gelernt habe. Damals in Indien, oder? Der Professor. Fast alle Würmer haben einen Mechanismus, dass wenn sie außerhalb vom Körper sind und merken, sie können nicht überleben in der Umgebung, scheiden sie ein Enzym aus, das den Wurm völlig auflöst, einschließlich der DNA. Und der Wurm damit absolut unauffindbar ist. Und diese Zeit sind 15 Minuten. Das heißt, wenn ein Patient seinen Stuhl liefert zur Wurmuntersuchung, hat man wirklich nur 15 Minuten Zeit, um die Diagnostik zu machen. Und dann funktioniert's. Aber Wurmdiagnostik in Deutschland, oder der Patient kriegt diese Röhrchen zugeschickt, die werden an 3 Tagen hintereinander mit Stuhl gefüllt, wird im Eisschrank aufbewahrt und dann wird's geschickt ans Labor, sitzt im Labor für 3, 4 Tage im Kühlschrank und wird dann untersucht. Das heißt, im Durchschnitt sind 7 bis 10 Tage, bis überhaupt jemand hinschaut. 15 Minuten hat man. Ja, das wurde auch schon in anderen Interviews besprochen, zum Beispiel mit Dr. Armin Schwarzbach, ist ja auch ein Kollege von dir, der hat auch gesagt, dass das ein riesiges Problem ist und dass man quasi fast die einzige Chance ist, den frischen Stuhlgang sofort ins Labor hinzubringen und dann den zu untersuchen, sonst keine Möglichkeit. Und in anderen Kulturkreisen in Indien wird es gemacht und haben dort fantastische Erfolge und die meisten Literaturangaben über Heilung von chronischen Erkrankungen kommen von anderen Ländern, wo die Diagnose richtig gestellt wird und die Behandlung aufgrund der wissenschaftlichen Kriterien gemacht wird. Gut, aber das ist mal so der schulmedizinische Teil davon. Und dann haben wir natürlich viel gelernt, was unsere Alternativmedizin angeht, was wir tun können, tun sollen. Ich würde gerne noch mal den Rope-Parasiten ansprechen. Das ist ja so ein Mysterium für sich. Die einen sagen, das ist nur ausgeschiedene Darmschleimhaut, die anderen sagen, oder es gibt verschiedene Betrachtungsweisen, auch zum Beispiel, dass es DNA hat des Menschen oder dass zum Beispiel der Kopf des Parasiten eine andere DNA hat und aber ein Teil des Parasiten menschliche DNA. Kannst du uns vielleicht mal über den Rope-Parasiten ein bisschen aufklären? Ja, erstmal die ursprünglichen Arbeiten, die dahinter stecken, kommen aus Russland von Professor Gubarev. Und es gibt einen amerikanischen Wissenschaftler in Florida, der die ganzen Dinge aufgearbeitet hat. Und wir haben damals Geld gesammelt,
um das Genom zu entziffern. Da war ich selbst mit beteiligt finanziell, weil es waren über $120.000 hat es gekostet damals, um die Genetik anzuschauen von dem Rope Parasite. Mhm. Was rauskam, ist, dass der Rope Parasite eine Biofilmstruktur ist und wirklich eine Vorstufe ist von einem Organismus. Das heißt, es sind viele Spezies von Bakterien, von Pilzen, von Viren, von Protozoen, die sich zusammengeschlossen haben in einem intelligenten Verband und wirklich ähnlich einen Kopf entwickelt haben und ein Hinterteil entwickelt haben. Ja, der Rope Parasite bewegt sich ja durch sogenannte Gas Propulsion. Das heißt, basically, übersetze mal ganz auf Berlinerisch, der furzt, der Parasit. Und durch die Gaswelle, die hinten rauskommt, bewegt er sich nach vorne, so schrittweise. Und die Leute spüren das. Die spüren, wenn dieses Wesen sich bewegt. Aber wenn man die DNA anschaut von den einzelnen Zellen oder so, ist es wirklich zusammengesetzt aus vielen Spezies, verhält sich aber so wie ein Organismus. Und wir Wissenschaftler nehmen an, dass wir hier die Vorstufe von einem Organismus beobachten. Ja, es ist kein reiner Biofilm mehr, weil es hat intelligente Unterstrukturen wie den Kopf und wie das Hinterteil, diese Gaspropulsion organisiert. Verhält sich wie ein Organismus, ist aber von unserer Definition her kein Organismus, weil jede Zelle hat andere DNA-Bestandteile. Und das Wichtige für uns ist, okay, warum ist es nicht einfach Biofilm, oder? Ja, wenn man diese Kreatur los wird, werden die Leute ihre Symptome los. Das heißt, dieses Gebilde, das nicht nur im Dickdarm leider ist, sondern auch im Dünndarm, scheidet krankheitsauslösende Stoffe aus. Ja, das ist wichtig, dass die Leute das mal hören. Also ob das nur ein Organismus ist, ob das nur eine neue Art von Wurm ist oder Biofilm, das ist erstmal nicht so wichtig. Aber es erzeugt wesentliche Krankheitssymptome. Alles bis von neurologischen Erkrankungen bis zum Krebs. Bei autistischen Kindern finden wir das konsistent. Und wenn man dieses Gebilde los wird, haben die Leute sagenhafte Verbesserungen in ihrer Gesundheit. Und es ist nicht einfach, das loszuwerden. Wir haben ja Einläufe probiert mit Chlordioxid, ist super, CDS, MMS früher genannt. Was führt, sind die Gubarev-Protokolle. Das sind 4 verschiedene Einlaufprotokolle. Der eine wird gemacht, bis der nichts mehr rauskommt. Und dann geht man über zum nächsten. Alle 4 Tage in Einlauf ist das. Steht ja auch in deinem Buch drin, ne? In dem, ja, was ich vorhin gezeigt habe, sind die drin. Ja. Ja. Geht allerdings 2 Stunden. Und das ist mit Sicherheit immer noch die beste Behandlung. Aber es gibt viele Leute, oder? Wird dieses Gebilde ausgeschieden und dann, wenn es nicht sauber nachbehandelt wird, kommt es wieder und kommt wieder und kommt wieder und kommt wieder. Aber mit jedem Mal, wenn ein großer Teil ausgeschieden wird, geht es dem Patienten stückweise besser. Ganze Heilungen gibt es, wenn das ganz rauskommt und nicht mehr wiederkommt. Und das ist fantastisch. Es gibt auch nach Klinghardt die Beobachtung, dass wenn die Leute starke Retrovirenaktivität haben, kommt dieses Gebilde immer wieder. Und sobald die Retroviren mitgelöst werden, mitbehandelt werden, verschwindet es für immer. Ja, und mehr können wir im Moment dazu nicht sagen. Es ist also weder ein Organismus noch nur ein Biofilm. Ja, es ist ein Biofilm, der den nächsten Schritt gegangen ist, sich zu verhalten wie ein Organismus. Und nochmal zum Verständnis, sprechen wir von einem, also was auch immer das ist, einem Gebilde, oder können es mehrere Gebilde sein, die dann zum Beispiel im Darm sind? Ja, sowohl als auch. Meistens ist es so, dass die Arten der Therapien, die verwendet werden, sorry, mein Hals, oft dazu führen, dass das zerstückelt wird, dieses Ding, das Gebilde, so dass es in Teilstücken rauskommt. Das ist eine Möglichkeit. Aber es gibt die Möglichkeit, wenn ein Teil rauskommt mit diesem Kopf, der sehr, sehr sichtbar ist, wenn der rauskommt mit Kopf und ein paar Tage später kommt noch mal eins raus mit Kopf und so, dann waren es wirklich 2 oder 3 oder 4 oder 5, aber nicht Hunderte, ja, sondern unter 12. Unter 12 ist die Beobachtung.
wenn Teile rauskommen von diesem Dings, oder wo man früher gesagt hat, naja, das ist Darmschleimhaut, ähm, wenn es nur diese Röhre ist, aber ohne Kopf, ja, dann war das nur ein Teil von diesem Rogue Parasite. Ja. Mhm. Wenn der Kopf rauskommt, dann weiß man, okay, das ganze Ding ist raus und ist jetzt kopflos und kann trotzdem sein, dass von den Brutplätzen, das sind diese fäkalen Steine, das sind da nach Gubarev, da wo das neu wächst wieder, das ist da, wo sich das neu anlegt und neu entwickelt und diese fäkalen Steine müssen mit entfernt werden und dazu braucht man die Gubarev-Protokolle. Die sind einfach, die kosten nichts, wie ein Einlauf mit Milch oder ein Einlauf mit Salzwasser, ja, ein Einlauf mit bestimmten essentiellen Ölen. Das ist also nicht schwierig zu machen und nicht teuer, aber wahnsinnig effektiv. Muss man halt auf jeden Fall, also ist zwar eine intensive Behandlung, aber eine sehr günstige, wie du gerade gesagt hast, man kann eigentlich jeder zu Hause machen. Lebensrettend. Und vor allen Dingen bei autistischen Kindern, oder möchte ich nochmal sagen, ist es oft die Heilung. Und die autistischen Familien, die ich kenne, es ist ja, Autismus zerstört das ganze Familienleben. Und wenn es hier eine Rettung gibt auf diesem Weg, ist es unglaublich. Ich glaube, du hast schon genügend riskiert in dem Interview. Dank dir auch, dass du diese ganzen wertvollen Informationen und auch deine Erfahrungen ja mit uns geteilt hast. Gibt es vielleicht noch ein Schlusswort, weil wir sind jetzt, glaube ich, zeitlich schon am Ende. Du musst dann bald zum nächsten Termin. Ja, das Wichtigste, was Leute wissen müssen, ist, dass die Zunahme von Elektrosmog und die Zunahme der Umweltgifte, die in uns gespeichert sind, führen zu einer dramatischen Zunahme der Belastung von unserem System durch pathogene Keime, durch Bakterien, Viren, aber eben auch durch Parasiten. Und die Parasiten selber sind infiziert mit den kleineren, mit den Viren, mit den Borrelien und so weiter. Und dann ist es so, dass der Parasit schützt die Borrelien und die Keime auch vor allen Behandlungen. Das heißt, wenn ich Borrelien behandeln will, ohne die Parasiten zuerst zu behandeln, verstecken sich die Borrelien im Parasiten, warten, bis die Borrelienbehandlung vorbei ist und schlüpfen dann wieder aus. Und da ist es sinnvoll, jede chronische Erkrankung anzufangen mit den Parasiten und dann von groß nach klein zu arbeiten. Die Parasiten zuerst, dann die Pilze, dann die Protozoen, dann die Bakterien, dann die zellwandarmen Bakterien und dann die Viren und dann die Retroviren und dann die Prionen und dann erst die orthomolekulare Medizin mit den Vitaminen und Spurenelementen. Ja, das ist so diese Reihenfolge. Und die kann im relativ raschen Tempo gegangen werden und da passieren einfach viele Wunder, wenn so vorgegangen wird. Und es gibt, ich muss vielleicht nochmal sagen, am Ende, es gibt in der Schulmedizin eine Verleugnung der Größe des Parasitenproblems, die einfach dadurch entstanden ist, okay, wenn wir kein Labor haben, das uns die Laborwerte zeigen kann, dann gucken wir da nicht hin. Das ist so dieser Schwur, dieser Eid, den die Schulmedizin geleistet hat. Wir schauen nicht auf Parasiten, weil wir haben keinen guten Test dafür. Und wie gesagt, ich habe ja den autonomen Response-Test entwickelt, ART, der uns erlaubt, nicht invasiv die Parasiten sehr rasch zu diagnostizieren und zu finden und Verlaufskontrolle zu machen. Ja, und deshalb die Zuhörer, die chronisch krank sind und die noch nie eine ernste Parasitenbehandlung gemacht haben, bitte ich da einfach genau hinzuschauen und zu gucken, ob da nicht einfache Lösungen vor euch sind, die machbar sind, die ungefährlich sind, aber die eben ein bisschen Willigkeit erfordern oder Willigkeit, mal einen Einlauf zu machen oder willig mal einen Leberflasch zu machen, willig mal zu googeln, was es alles gibt. Und ich selber habe ja auch wieder angefangen in Deutschland. Ich behandle Patienten in der Schweiz und das ist für uns einfach, das ist fast jeder Patient, der zu uns kommt. Patienten, die andere Behandler ausgesaugt haben die in Behandlung waren bei den besten anderen Behandlungen, ist oft das Parasitenproblem das einzige übersehene Problem. Und bitte ich einfach so auch mein Appell an die Menschheit. Parasiten sind überall, sind ständig um uns herum, unsere Abwehr ist geschwächt.
es hat keinen Sinn, uns übermäßig die Hände zu waschen und da die Hilfe zu suchen, sondern die Hilfe besteht darin, uns zu entgiften und regelmäßig antimikrobiell zu behandeln auf Arten, die unschädlich sind, mit Naturmitteln, mit Kräutern. Oder der liebe Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen zur Behandlung. Wir müssen es nur einsetzen, intelligent. Und ich glaube, das ist alles, was ich zu sagen habe, Sören. War schön, dich mal kennenzulernen. Ich weiß von dir schon seit längerer Zeit, aber es ist klasse, was du machst. Ja, wirklich. Ja. Vielen Dank, vielen lieben Dank. Das freut mich, das Kompliment von dir. Okay, dann würde ich sagen, sind wir durch. Und ja, vielen lieben Dank auch. Das hat mich auch sehr berührt, was du so alles mit uns geteilt hast und wird auch hoffentlich vielen Leuten weiterhelfen, die betroffen sind, aber auch den Therapeuten. Ich weiß auch, dass viele Therapeuten zuschauen oder auch Ärzte, dass ihr da, denke ich mal, noch einige neue Ansatzpunkte bekommen habt. Und ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Dietrich. Danke, Sören. Vielen Dank. Tschüss. Okay, tschüss.